Die Flanke kommt. Da ist das Tor für die Bayern! Luis Diaz! Lucho in der 93. Spielminute, da steht das 2:1 für die Bayern. Und ich sag's doch, die Flanke muss kommen und da steht Lucho genau richtig. Da ist der Ball, kein Foul. Jackson alleine aufs Tor von den Bayern. Jackson mit dem 3:1 für die Bayern. Macht alles klar in der 96. Spielminute. Ja, hallo FC Bayern München-Fans. Die Bayern gewinnen gegen St. Pauli relativ spät mit 3:1, aber nicht unbedingt unverdient. Am Ende das 3:1 geht völlig in Ordnung. 3 Pfostentreffer von den Bayern und ja, gehen wir einfach mal rein in die Aufstellung vom Wochenende. Und zwar im Tor Manuel Neuer. Auf der Innenverteidigerposition Kim reingerückt ins Team, Tah der zweite Innenverteidiger, dann Bischof auf der linken Seite, Leimer wieder auf der rechten Seite rübergerückt, dann Doppel-6 Pavlovic Kimmich auf der Zehnerposition, diesmal Guerrero ins Mittelfeld gerückt, Luis Diaz wieder auf der linken Seite, der rot gesperrte Kolumbianer im Champions League nicht dabei gewesen und Karl auf der rechten Seite, Harry Kane natürlich vorne mit drinne im Sturm. Und ja, was soll ich sagen? Die Bayern haben ein bisschen schläfrig angefangen und nach 6 Minuten hat es mal wieder geklingelt im Kasten von Manuel Neuer, der ehrlicherweise eigentlich auch gar nichts oder gar nicht viel zu tun hatte. Statistik sagt 10 Torschüsse von St. Pauli in den 90 Minuten oder 97 Minuten, die gespielt wurden. Aber im Endeffekt habe ich ehrlich gesagt einen Torschuss gesehen von St. Pauli und das war der Torschuss in der 6. Minute nach Fehler von Bayern. Kimmich und Leimer dort leider ein bisschen zu schläfrig gewesen, auch die Pässe nicht angekommen und Hudunti hat in der 6. Minute das 1:0 auf dem Fuß und trifft auch ins kurze Eck. Manuel Neuer hat ein bisschen spekuliert auf das lange Eck und hat zwar seine Gräten noch ausgefahren und seine Füße, aber leider dann unten ins linke Eck reingeschoben und so stand es dann nach 6 Minuten schon 1:0 für St. Pauli. Und man muss sagen, die haben es eigentlich klug gemacht. Die haben hinten dicht gemacht, die haben gut verschoben. Bayern hatte im ganzen Spiel 80% Ballbesitz, aber wenn nicht wirklich Torschüsse raufkommen und auch die Flanken nicht so ganz gut kommen, dann dauert es halt ein bisschen länger. Im Endeffekt hat es geklappt. Bis zur 93. Minute mussten die Bayern warten. Beziehungsweise in der ersten Halbzeit hat Guerrero natürlich noch ausgeglichen. In der 44. Minute, also kurz vor der Pause, noch der Ausgleich. Auch eine schöne Vorarbeit von Luis Diaz, Man of the Match sowieso gewesen. Im Liegen für Guerrero die Vorlage gegeben. Und Guerrero denn der Torschütze in der 44. Minute. Damit ging es dann zur Pause mit dem 1:1 rein in die Pause. Und auch die zweite Halbzeit ein bisschen behäbig. Bayern auch ein bisschen zu statisch im Spielaufbau. Man hat gesehen, weil Bayern schnell gespielt hat, dann konnten sich auch gute Torchancen herausspielen. Wie gesagt, 3 Pfostenschüsse. Einmal Lennart Kahl richtig schön reingeschlänzt an den linken Pfosten. Und ja, also das Spiel war eigentlich eine Richtung auf das Tor von St. Pauli und alle haben natürlich dann in der 90. Minute schon gedacht, okay, es geht hier unentschieden aus, 1:1. Wäre ärgerlich gewesen, weil Leipzig ja am Freitag schon Punkte liegen lassen hat. Wir hätten quasi oder wir konnten dann schon mit 8 Punkten Vorsprung in den 13. Spieltag rein. Und Luis Diaz hat dann aber zum Glück die Bayern noch gerettet mit einem Kopfball. Und zwar kam die Flanke von Kimmich und das war mal eine Flanke, die richtig schön getimt war und auch butterweich auf den Kopf, beziehungsweise Halbschulter, Halbkopf von Luis Diaz, der so ein bisschen reinnickt und der Torwart von St. Pauli keine Chance lässt. War auch relativ kurz, also ich glaube 5 Meter Abstand oder nicht mal 5 Meter Abstand. Und ja, den Rest hat dann quasi Nicholas Jackson besorgt in der 96. Minute. Fehler vom Abwehrspieler von St. Pauli. Der Ball kam natürlich vom eigenen Spieler, prallt ein bisschen doof ab und Nicholas Jackson geführt 3-1. Diaz war links noch mitgelaufen, Gnabry noch auf der rechten Seite, der konnte sich die Ecke aussuchen und Jackson, der auch vorher noch eingewechselt wurde, markiert dann das 3:1. Im Endeffekt hört sich das 3:1 ja nach einem Bayern-Sieg an.
Bayern. War auch ein Arbeitssieg, muss ich sagen, aber ja, so ein bisschen die Spritzigkeit hat gefehlt. Vielleicht hätte man auch ein bisschen mehr oder besser, sauberer spielen müssen. Es waren viele Fehlpässe mit dabei, viele Unkonzentriertheiten und im Endeffekt, ja, 3:1. Ja, gutes Spiel denn am Ende gewesen. Bayern hat gewonnen und schauen wir mal auf die Tabelle. Also Bayern natürlich immer noch Erster jetzt mit 34 Punkten. Die Leipzig, wie gesagt, in der Nullnummer am Freitag gegen Gladbach jetzt Punkte liegen lassen. Die sind jetzt 8 Punkte Vorsprung für die Bayern. Dahinter die Dortmunder, die sich gegen Leverkusen durchsetzen konnten mit 25 Punkten jetzt. Ein Punkt hinter Leipzig. Danach die Leverkusener, die einen Platz verloren haben an die Dortmunder mit 23 Punkten. Denn die Hoffenheimer eine gute Saison bisher spielen. 23 Punkte auf dem 5. Platz. Stuttgart lässt Punkte liegen. Frankfurt lässt Punkte liegen. Die Freiburger am Wochenende gewonnen mit einem hohen Sieg gegen Mainz, die jetzt auch letzter sind. St. Pauli auf Platz 17 und Heidenheim hat sich durch den Sieg, Last-Minute-Sieg gegen Union Berlin ein bisschen vorgeschoben auf den Relegationsplatz und zwar auf Platz 16. Ja, zur Spielstatistik noch so ein bisschen. 2,3 Expected Goals zu 0,64. Torschüsse 19:10. Laufleistung auch wieder leicht besser bei den Bayern. Wie gesagt, in der Kombination mit dem Ballbesitz 80%. Hat sich auch viel angefühlt, hat sich wahrscheinlich noch viel mehr angefühlt auf dem Platz. Also wenn man das Spiel gesehen hat, ich hatte schon fast gesagt 90%, so oft wie Bayern angelaufen ist. Aber da hat man auch wieder gesehen, nochmal von links nach rechts, von links nach rechts, rechts nach links, in der Mitte mal ein bisschen. Aber wenn es jetzt schnell ging, dann hat Bayern sich gute Chancen rausgespielt. Aber es ging halt auch nicht so oft zu schnell. Also vielleicht so, sagen wir mal, 4, 5 Situationen, die Bayern sich gut rausgespielt hat. Wie gesagt, 3 Pfostenschüsse waren mit drin und dann die Tore von Guerrero, von Luis Diaz durch eine Flanke von Kimmich und dann Jackson durch den Fehler von dem Abwehrspieler von St. Pauli. So gehen wir jetzt rein in den DFB-Pokal. Gute Ausgangslage. Na klar ist Bayern Favorit, ist aber natürlich gewarnt gegen Union Berlin. Die haben jetzt wiederum am Samstag gegen Heidenheim verloren. Und zwar in den letzten 2 Minuten oder in der Nachspielzeit noch 2 Gegentore bekommen und 2:1 verloren gegen Heidenheim, die vorher letzter waren. Also wird aber, denke ich mal, ein offenes Spiel werden. Auch wieder, wir müssen natürlich versuchen, Union keine Chancen per Standard zuzulassen und wir müssen diese Schläfrigkeit abstellen und den Gegner nicht zu Chancen kommen lassen. Weil, wie gesagt, auch Union ist gefährlich, auch die können sich hinten reinstellen und DFB-Pokal, da ist alles offen. Ne? Das Pokalspiel, K.O.-Spiel und die Bayern müssen von der ersten bis zur letzten Minute an sich glauben natürlich und auch fit sein und dann passt das auch gegen Union Berlin. Ich bin siegessicher gegen Union und ich denke mal, wir werden vielleicht auch ein anderes Spiel sehen als noch vor 2 Wochen in der Liga beim 2:2. Und ich hoffe natürlich, dass die Bayern wirklich von der ersten Minute an fokussiert sind und dann die Unioner hoffentlich vielleicht sogar schon früh zu Fehlern zwingen und auch zum Torerfolg kommen. Und schauen wir mal, wer spielen wird am Mittwoch im DFB-Pokal. Ich denke mal, es wird schon wieder ein bisschen rotiert werden als jetzt gegen St. Pauli in der Liga. Und seid dann hoffentlich dabei bei meinem Livestream am Mittwoch um 20:45 Uhr ist Anstoß. Ich werde so gegen 20:30 Uhr oder 20:15 Uhr online sein. Meinen Livestream gerne am Kanal abonnieren und den Video hier ein Like geben, wenn das euch gefallen hat. Und ich würde sagen, wir verbleiben dann, dass ihr am Mittwoch einschaltet und dann gucken wir zusammen das Spiel. Und ich kommentiere es für euch ganz gerne. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen schönen Tag und wir sehen uns. Bis dann. Ciao.